Jetzt geht's um Energieversorgung von Tiny Häusern. Die muss optimal gewährleistet werden und passend dazu sind wir jetzt bei Hermer Fensterbau angekommen. Hallo, Herr Alexander Hermer. Sie bauen seit 2021 Tiny Häuser, aber schon seit 1980 ist Ihre Firma im Fensterbau tätig. Das war aber mein Vater, der das dann gegründet hat. Genau, erster Fensterbau, jetzt Tiny Häuser. Aber erstmal die Frage, welche Rolle spielen Fenster bei effizienter Energieversorgung mit den Tiny Häusern? Also was kommt da zusammen? Ich übergebe ja, grundsätzlich. Dass jeder hört. Einmal reinsprechen, bitte. Ja, hallo miteinander. Also grundsätzlich ist der Vorteil beim Glas, ich kann ja, so wie jetzt heute, wenn die Sonne scheint, kann ich da innen sehr viel Energieeintrag bekommen, ja, und kann das Häusle dann mit auch sehr gut aufheizen. Und das kommt daher, also wir haben sehr viel Erfahrung im Wintergartenbau und der Wintergarten besteht eigentlich hauptsächlich nur aus Glas oder fast nur aus Glas. Und das Tolle am Wintergarten ist im Prinzip das, dass du in der Übergangszeit, also Februar, März, April, Mai und auch später im September, Oktober, November mit viel Sonneneintrag kannst du komplett heizen ohne eine externe Heizung. Und das ist grundsätzlich der Gedanke, den ich beim Tiny House hatte und die Idee entstand dadurch relativ einfach erklärt. Ich wollte mal einen Wintergarten auf einen Hänger bauen, mit dem ich auf eine Ausstellung wollte, den ich dann mit dem Stapler auf und absetzen kann, damit ich dann relativ spontan hinfahren kann. Nur habe ich das Ding dann gebaut, dann kam Corona und die Messe fiel zweimal aus. Und dann kam der blöde Lockdown noch, mir war es langweilig. Und ich habe dann einfach mal ein paar Möbel reingebaut und dadurch entstand es. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann der Dummheit nochmal einen Hänger gekauft habe, den ich nicht wirklich wusste, was ich mit dem machen soll. Und habe das dann nochmal gebaut und so ging das weiter. Genau. Und der Vorteil ist also im Prinzip, wenn man viel Glas hat, kann man das auch sehr gut aufheizen. Das heißt, man merkt, dass wenn man reingeht, ist echt gut warm. Ne? Nachteilig ist natürlich, wenn es zu heiß wird, zum Beispiel beim Aufbauer, da haben wir halt schon sehr viel Sonne gehabt, da wird es halt sehr zu warm. Ne? Weil das Problem ist einfach das Raumvolumen von einem Tiny House ist für die Fläche vom Glas zu wenig im Verhältnis. Ne? Das ist halt der Nachteil. Und aus dem Grund habe ich zum Beispiel hier Sonnenschutzglas verbaut. Das ist ein leicht bläuliches Glas, das sich grundsätzlich nicht so sehr aufheizt und noch eine Innenbeschattung mit Plissé-Vorhänge gemacht. Ne? Man könnte es optional dann auch noch mit einer Außenverschattung machen. Auch eine Außenverschattung müssen wir elektrisch bedienen und die müssen wir steuern. Das wollte ich verzichten. Genau. Und eine Frage noch, ich muss einmal kurz, eine Frage noch, was ist jetzt, also wie kommt man von Fenster zu dem Tiny House, haben Sie jetzt schon erklärt, aber was war jetzt auch die Schwierigkeit, also was fiel Ihnen besonders leicht, was irgendwie vielleicht aus dem Fensterbau kommt und wo waren die Schwierigkeiten, wie zum Beispiel jetzt mit dem Glas, mit dem Aufheizen? Genau. Ja, also grundsätzlich ist es so, die Teile zu konstruieren, zu bauen, die Außenhülle ist für mich sehr, sehr einfach, weil das ist unser täglich Brot. Ne? Und der Vorteil meinem Tiny House ist das einfach, durch das wir die Fenster selber fertigen, kann ich alle möglichen Formen machen, ob das schräg, rund, oval, konkav, egal, es geht alles. Ne? Das ist unser Vorteil, darum kann ich das anpassen. Und was mir jetzt persönlich jetzt bei meinem Tiny House wichtig ist, und das habe ich grundsätzlich bei allen gemacht, ist Dachverglasung. Ich liebe Dachverglasungen, durch das kannst du relativ viel Sonneneintrag bekommen. Und das ist einfach ein super tolles Gefühl, wenn es regnet, wenn es schneit. Ich habe dann extra das Bett drunter gebaut. Ne? Das ist also, grundsätzlich dieses Tiny House ist für mich gestaltet, weil das wird irgendwann einmal in 1-2 Jahre geht es an Bodensee. Da ist für mich schon ein Platz reserviert und für mich ein Ferienhäusle. Und aus dem Grund habe ich mir voll ausgiebig alle Register gezogen. Der Preis war mir relativ wurscht, muss ich sagen. Ja, also für den hat es Spaß gemacht. Gut, genau. Ich würde mal fragen. Genau. Soweit noch Fragen bisher. Also ich komme einmal rum. Also gerne einmal reingucken auch, weil da drin sind wirklich die Dachfenster. Also falls es jemand interessiert, einmal reingehen und gucken. Und die Frage? 2 Fragen, wenn ich darf. Die erste Frage wäre, normalerweise, wenn man ja halt irgendwie sich so ein paar Tiny so anguckt, sieht man ganz oft die dänischen Fenster, also die so nach außen hin zu öffnen sind. Ist das in Deutschland hinderlich? Gibt es da irgendwelche Begrenzungen, warum man das nicht baut? Oder? Da drin genau, ist mir aufgefallen, da drinnen gibt es einen deutschen Hersteller, der hat die Fenster nach außen öffnen. Der kommt aber eher aus dem nordischen Bereich, also wie im Süden Deutschland. Also
wir können das nicht, wir können auch außer aufgehende Türen machen, aber Fenster, da haben wir das Werkzeug nicht dafür. Okay. Aber das ist eigentlich typisch für nordische Länder. Ne? Also wir haben auch schon Anfragen gehabt für nach außen öffnende Fenster und Türen, aber da muss ich leider absagen, weil das ist nicht unser Steckenpferd. Ne? Aber beim Tiny House selbst zum Beispiel, also ein No-Go ist eine nach innen aufgehende Haustür, also das geht einfach gar nicht, da hast du Platzverschwendung ohne Ende. Alternativ gibt es eine Schiebetür, ich habe in meinem ersten Tiny House eine Schiebetür eingebaut. Und hier sind noch außer aufgehende Fenster und Türe. Die Fenster an sich sind einfach Kippfenster. Also ich habe nur Kippfenster verbaut, keine Drehfenster, auch um Platz zu sparen, dass ich noch genügend lüften kann. Ja, aber grundsätzlich, ich muss zugeben, es ist richtig, nach außen öffnen ist definitiv besser. Ne? Allerdings auch eine Kostenfrage, weil wir verwenden nur Holz-Aluminium, also innen Holz und außen Alu. Das ist im Preissegment das am obersten angesiedelste, also es gibt nichts Teures. Und nach außen aufgehenden Holz-Alu ist noch mal viel teurer. Und das macht den Preis, also die Leute wollen das nur zahlen irgendwann. Da würde ich gleich gerne noch eine zweite Frage ranhauen. Das heißt, diese Fenster, die für Tiny-Häuser gebaut werden, sind eigentlich auch klassische Fenster, die ich im normalen Hausbau auch nutzen würde? Oder gibt es da Besonderheiten? Ich kann mir das vorstellen, wenn da ist ja auch immer Spannung drauf, wenn ich damit über die Straße fahre. Es gibt ja auch immer Bewegung in so einem Tiny-Haus. Ja, also grundsätzlich ist es so, die Fenster, was wir hier verbaut sind alle ganz typische 0815 Fenster, wie wir sie jeden Tag verbauen. Der einzige Unterschied ist das, ich habe jetzt hier aus Gewichtsgründen nur Zweifachglas verbaut. Das wunderschöne Tiny House, was ihr drinnen gesehen habt, das ist das ganz dunkle von dem Zimmerer, das ist Loft. Das hat Dreifachverglasung zum Beispiel. Super schön, aber das Problem, ich hatte echt Schwierigkeiten, dass ich das Ding auf unter 3,5 Tonnen bekomme. Okay. Das heißt, ich habe ein paar Fenster ausgebaut, ich habe alle Fachböden ausgebaut, ich habe die Zimmertür ausgebaut und ich war dann bei 3.560 Kilo. Und die 60 Kilo habe ich mir gedacht, wenn der Polizist uns anhält, der wird nur durchlassen. Es war keine Polizei da, von dem her was wurscht, hätte ich auch so fahren können. Ja. Und deshalb verbaue ich hier nur Zweifachglas. Also Dreifachglas, das kannst du auf Räder vergessen. Okay, aber es sind die gleichen Rahmen, die im Hausbau auch grundsätzlich, ja. Als einzigster Unterschied ist das, welchem Fahrer selbst. Ich habe jetzt zum Beispiel, es geht ins Technische hier, die Scheiben sind, bevor sie verglast sind, habe ich die ringsrum mit Silikon eingespritzt. Ne? Aus dem kommt wieder Erschütterung, weil ich will nämlich nicht, dass diese schöne große Scheibe kaputt geht, wenn ich hierher komme, weil so schnell kriege ich die nicht mehr, das dauert ein bisschen. Also von dem her, das gibt schon Tricks, um das zu machen. Okay, danke. So, wenn dann keine Fragen mehr sind wir am Ende unseres Rundgangs. Tiny Häuser, Tiny Rundgang. Knappe Stunde, schön sind wir durchgekommen. Jetzt hat keiner reingeguckt oder fast keiner zumindest. Wie gesagt, fühlen Sie sich frei, schauen Sie noch mal innen rein, auch gehen Sie innen drin in die Häuser auch noch mal rein. Man darf ja auch alle Tiny Häuser besichtigen und durchlaufen. Es lohnt sich immer mal einen Blick reinzuwerfen. Ja, hi, ich bin der Alex und ich bin zu den Tiny Häusern gekommen, relativ einfach. Ich bin eigentlich Wintergartenbauer und ich liebe Wintergärten, ich mag das sehr. Und dann habe ich mal einen Wintergarten für eine Ausstellung gebaut auf einen Hänger, den ich im Stapel auf- und absetzen kann. Super schön, nur kam dann Corona, 2 Jahre lang fiel die Messe aus und ich konnte nichts damit anfangen. Der blöde Lockdown kam und mir war es langweilig, als habe ich mir ein Projekt aufgemacht und habe in den Wintergarten ein paar Möbel reingebaut. Und so kam das eine zum anderen. Irgendwann war das ein Tiny House. Und das hat so Spaß gemacht, dass ich mir in der Dummheit einen Hänger gekauft habe, den ich eigentlich wirklich brauchte. Und habe dann auch noch ein Tiny House drauf gebaut. Und das hat mein Kumpel so cool gefunden, dass er auch eines wollte. Und die zwei stehen jetzt bei Berlin in einer Tiny House Siedlung. Ja, genau. Und das war der vierte, also das ist das vierte Tiny House, das ich hier mache. Und jetzt möchte ich da auch beruflich reinkommen, dass ich meine Firma damit und unsere Mitarbeiter damit betreiben kann. Wie gesagt, ich habe dieses Haus hier, das Tiny House so gebaut, dass es für mich mal als Ferienwohnung dient und habe deshalb auch die Dinge, die ich gerne mache, hier einfließen lassen. Und ich bin eine Leseratte, ich lese sehr viel und habe mir deshalb auch hier mein Bett hier gebaut, das auch gleichzeitig mein Sofa ist, und habe mir eine Rückenlehne mit Polster gebaut. Ja, auch wunderschön das Fenster hier in der gleichen Winkel und Parallelität angebaut. Und jetzt kann man hier oben den Deckel rausschieben und da unten drunter ist eine Leslampe, das noch nicht sieht wegen der Helligkeit hier, also zum Lesen. Ja, doch, kann man sehen. Ja, und dann ist mir noch wichtig, ich habe keinen Fernseher, aber ich bin großer Kinofreund und habe mir hier ein Kino reingebaut. Und da kann man jetzt hier eine Leinwand runterziehen. Laufen wir einmal um dich herum. Ja,
Das heißt, man kann hier die Leinwand runterziehen. Oh ja, man sieht ja oben auch schon das Soundsystem. Genau, habe hier ein 5.1 Soundsystem reingebaut, also 3 Lautsprecher vorne, 2 Lautsprecher hinten, Subwoofers hier verbaut. Ja. Und gucken kannst du hier über Streaming, also über eine Apple-Box hier, notfalls auch ein Blu-ray-Spieler oder so weiter. Genau. Aber was man hier auf jeden Fall sofort spürt, wenn du reinkommst, es ist extrem schön und hell. Ne? Es ist, dadurch, dass du hier oben das Dach nochmal komplett verglast hast, Genau. hat Das man ist mir wichtig, sehr ein viel extrem Glas. loftiges Gefühl hier drin. Das Und dann kommt noch mit von- diesem riesen Fenster. Genau. Und das war mir zum Beispiel wichtig. Das ist mittlerweile auch bei unserer Kundschaft oft der Fall, dass die Lesefenster baut. Das heißt, dass die Sitzmöglichkeit direkt an der Verglasung ist. Ja. Das wollte ich hier unbedingt so haben. Ne? Okay, dann gehen wir zum Bett. Das Bett hier ist mit einer 90 auf 2 Meter Matratze gemacht. Das kannst du hier optional die Schublade ausziehen. Und hier sind dann 2 Matratzen übereinander. Das heißt, man schmeißt die erste Matratze drunter. Ah, ja, hat okay. eine Doppelbett. Ja. Und darf ich mal blöd fragen, wenn du sagst, du hattest Langeweile und hast dann angefangen, Tiny House zu bauen, hast du das dann auch theoretisch alleine gebaut? Für dich? Oder hast du dann... Nee, also das ist so geplant, habe ich alleine. Das habe ich dann immer so in meiner Freizeit und abends gemacht und gebaut haben wir es dann schon, also gemeinsam mit der Firma. Ja. Den Innenausbau später habe ich dann relativ selbst gemacht. Genau, weil du hast das Glück, quasi eine Firma zu haben, die Fenster und Türen bauen. Genau, das ist der unser Vorteil. Also grundsätzlich ist das, wie man so ein Ding hier baut, nicht anders wie ein Wintergarten. Du hast deine Seitenwände, dein Dach. Ob du jetzt Glas reinmachst oder eine Füllung reinmachst oder was auch immer, das ist immer das Gleiche. Das Schwierige wird halt dann natürlich im Innenausbau, weil also Möbel ist für mich das kein Problem. Ja. Das mache ich nicht tagtäglich, aber ich kann es. Okay. Was halt schwierig wird, zum Beispiel Sanitärsachen oder Elektrik, da bin ich noch nicht so bewandert damit. Da muss ich halt dann auch Kumpels oder meinen Onkel fragen und so weiter, dass Ja. ich Infos bekomme. Ne? Spannend, okay. Okay, dann geht es hier weiter. Also hier ist eine Küche, ganz normale Küche mit einem Backofen, einem Kühlschrank. Hier ist ein gewisser Stauraum, da ist jetzt noch mein Werkzeug drin vom Abbau am Sonntag. Jawohl. Da hast du einen Apothekerschrank. Oh ja, das ist cool. Viel Schön großer Da Apotheker. oben habe ich jetzt zum Beispiel noch meine Besteckkasten rein, weil die Küche ist leider so klein, dass ich keinen Schubkasten habe. Und ein wenig Weinregal, weil ich trinke sehr gerne Wein. Aha. Jo. Und dann hier, den Schrank hier, den habe ich noch selber gebaut. Da sind dann die Dunstabzugshaube verbaut. Ja. Und halt diverse Stauräume drin, wo ich Sachen machen kann, aufheben kann. Und da ist zum Beispiel der Esstisch, da kannst du die Türchen aufmachen. Und dann kannst du da den Tisch runterklappen. Hier sind ein paar Stühlchen zum Essen. Ah ja, sehr praktisch. Definitiv. Sehr schön. Genau. Und sag mal, das ganze Haus ist jetzt hier so in so einem Holzständerbau, ne? Genau. Das ist im Prinzip wie unser Wintergarten aufgebaut. Ich habe Holzständerwand gemacht und habe sie dann innen drinnen gedämmt mit Hanfhaus gedämmt. Ja. Hab dann außen ist eine Pappelsperrholzplatte drauf gemacht für die Versteifung. Eine Außenfolie, eine Dachfolie und dann halt eine Rhombusverschallung außenseitig. Und innerseitig habe ich so gemacht, Dampfsperre auf der Innenseite und dann halt weiße Pappelsperrholzplatte zum Abdecker. Und alle Fenster sind dann mit Fichte und das war ein Wachs, genau, so eine neue Farbe. Das ist ein wenig schwierig zum Aufstreichen, aber schaut schön aus. Und ja, ich habe hier nur Pappelsperrholz verschafft, weil das Gewicht halt das Problem ist. Ne? Weil das war mir wichtig, dass ich dieses selber fahren kann mit 3,5 Tonnen. Dann. Und ich habe es relativ gut hinbekommen. Ich habe dann beim Transport 3 Flügel ausgehängt, die Türe ausgehängt und noch ein paar andere Sachen ausgebaut. Laienhaft gefragt, die Gewichtsbegrenzung hat dann was mit der Führerscheinklasse zu tun, ne? Nee. Nee? Du darfst in Deutschland nur maximal 3,5 Tonnen Aufhänger haben. Ah, okay. Also auf so einem normalen Pkw-Hänger. Ne? Da drinnen steht zum Beispiel eins, das ist auf dem LKW-Hänger gebaut. Ah, Und das okay. ist bis zu 7,5 Tonnen. Ja, okay, Oder okay. halt, wenn du es mit dem Schwertransport. Du kannst das also hinter den Fiat Lupo hier hängen und dann... Nee, das nicht. Ich habe für das Auto habe ich einen ganz großen Sprinter ausleihen müssen, weil unser eigener Sprinter, der ist so schwach. Okay. Also das heißt, soll ich das öfters machen, brauche ich ein großes Auto. Ah, ja, okay. Definitiv. Okay, ist ja auch mal ganz spannend zu wissen, ja. Also kann ich weiter Aber gut, du kannst es halt alleine durch die Gegend fahren. Genau, und schau, hier ist zum Beispiel Schreibtisch. Das heißt, da kannst du mal die Ringordner reintun und dann hast du hier zum Beispiel noch ein Tablar von einem Tablet oder Ja. von einer Tastatur. Das
das nutzen kannst. Okay, sehr gut. Den Stuhl nimmst du dir dann da quasi auch aus dem... Genau, Da, wo dein Esstisch Minimalismus, das ist. gehört ja, dazu. Absolut. Und die Treppe habe ich so gemacht, das sind auch noch so Schubladen. Sehr gut. Ne? Optimal ausgenutzt. Genau, mit Selbstanzug. Und da ist das Bad. Da kommst du selber rein. Und warum ist jetzt das Bad nochmal über ein paar, auf so einem Podest, ein paar Stufen Das hat den hoch? Grund, die Technik ist unter dem Boot verbaut. Das heißt, der Warmwasserboiler, die Heizung, der Stromkasten, alles, was mit Technik zu tun hat, ist unter der Ebene. Ja. Und von außen revisioniert. Ah, okay. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Und auch ein sehr großes Badezimmer, ne? Genau, und hier habe ich zum Beispiel auch was Besonderes gemacht. Da wird dann so ein Alukanteil machen lassen, so wie so eine Nische drin, wo duscht das und so weiter. Ja. Und hier habe ich dann auch Erlenholz verbaut, weil das relativ leicht ist. Auch schön. Ja. Dann hast du hier halt noch ein Lichtchen halt noch. Also, und was hier noch fehlt, ist ein Spiegel. Der ist noch nicht geliefert worden. Der kommt wahrscheinlich morgen oder am Samstag. Habe ich zu spät bestellt. Sehr schön. Ja, spannend. Und ich hatte dich ja vorhin nochmal bei dieser ganzen, also da hatte ich auch noch nie drüber nachgedacht, bezüglich der Fenster, weil man sieht bei ganz, ganz vielen Tiny Häusern, die halt immer so nach innen aufgehen. Ne? Und bei einigen, wenn man so sich, ich sag mal, diese ganz berühmten YouTube-Kanäle von Tiny House Living oder sowas anguckt, da gehen die Fenster immer nach außen Ja, auf. das sind aber meistens kein deutscher Hersteller. Genau. Also ich persönlich kenne jetzt niemanden in Deutschland, wo Fenster außen aufmachen. Macht aber im Prinzip ist es besser, muss ich schon sagen. Aber da wir die Fenster selber produzieren und ich halt Holz-Aluminium wollte, Ja. ist das für mich ein No-Go gewesen. Aber deshalb habe ich ja nur Kippfenster gemacht. Welchen Platz, ne? Ja, Keine okay. 3 Fenster. Ja. Den braucht man ja auch nicht, ne? Mit so einem Lüfter reicht das. Ja. Und du kannst ja alle aushängen zum Putzen. Ja. Okay. Ja, super. Ist auf jeden Fall sehr gemütlich, kann man sich gut vorstellen hier. Ne, wobei, also mal die Freundin muss man dann schon lieb haben, ne? Ja, ja. Wie breit, was ist das hier? 1,20 vielleicht? Nee, das sind 90. 90? Ah ja, gut, das ist eine normale Matratze, stimmt. Aber sonst hätte da weniger Gang. Ja, okay, ja, stimmt, ja. Okay, ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Bitteschön.